Hallo und herzlich willkommen zu einem weihnachtlichen digitalen Quicktip. Mein Name ist Arno Burger. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Grafik, also nicht als Anlage, in eine E-Mail einfügen könnt und wie ihr dann auf diese Grafik noch einen Link legen könnt, mit dem man zum Beispiel dann ins Internet auf eine Seite springen kann. Wenn ihr im Textbereich eurer E-Mail seid und jetzt zum Beispiel eine Datei einfügt, die ihr im Windows Explorer kopiert habt, also zum Beispiel mit STRG V, dann wird die hier als Anlage beigelegt. Und wenn ihr auf Datei einfügen klickt und dort eine Datei auswählt, dann wird die ebenfalls als Anlage beigefügt. Man kann das dann auch nicht umwandeln, das heißt, wenn man die so nicht braucht, dann muss man sie wieder entfernen. Und wenn ihr jetzt wirklich hier eine Grafik sichtbar drin haben wollt, dann geht ihr auf Einfügen und dann im Bereich Illustrationen auf Bilder und fügt von diesem Gerät eine Grafik ein. Ihr wählt die Grafik aus. Ich nehme jetzt mal diese hier, klickt auf Einfügen und jetzt wird die Grafik als Bild direkt in die E-Mail eingefügt. Ich kann die jetzt hier zum Beispiel noch kleiner machen, so dass sie so die Größe hat, die ich hier haben möchte, und kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, und auf diese Grafik lege ich jetzt mit Einfügen Link einfügen, lege ich jetzt zum Beispiel noch eine Internetadresse, HTTPS, kann ich komplett schreiben. Ihr seht, der wird auch schon vorgeschlagen. Ich nehme jetzt mal die Seite Kompetenzimpulse, bestätige mit OK und dann schicke ich die E-Mail weg. Und wenn man jetzt in den eigenen gesendeten Mails zum Beispiel schaut, dann sieht man, hier habe ich mal ein Beispiel ohne die Bildschirme, so ist Weihnachten natürlich schöner, und hier das zweite Beispiel mit den Bildschirmen. Und wenn man jetzt mit dem Mauszeiger drauf geht, dann sieht man, dass hier links oben, ich darf da nicht zu weit hin, da sieht man jetzt, wohin dieser Link weist. Und das empfehle ich euch aus Sicherheitsgründen, bevor ihr auf einen Link klickt, immer erst nachzuschauen, wo der hin zeigt und ob ihr da wirklich hin wollt. Ich mache das jetzt hier mal und komme damit auf die Seite der Kompetenzimpulse. Das ist auch eine Seite von mir und da findet ihr hier noch ein nettes Video zum Durchführen von Online-Veranstaltungen. Ja, ich wünsche euch zum Schluss noch einen wunderbaren letzten Weihnachtstag, eine gute Zeit zwischen den Jahren und einen perfekten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.